Bock auf eine richtig leckere Lasagne. Kein italienisches Original, aber dafür ein Ungar-Leckerli. Vor allem richtig cremig, richtig gut. Probiert unbedingt aus. Schau dir das Video an. Unbedingt. Tag zusammen. Hallo. Ihr habt für Lasagne abgestimmt. So sieht's aus. Dann machen wir die auch heute. Also unsere Variante, nicht die von Nonna. Auf gar keinen Fall die von Nonna. Ja, bevor wieder hier einer meint von wegen, nein, in Italien, ja, ist okay, mir nicht. Wir machen so halt, wie wir so denken. Ja? Genau. Wir haben aus mehreren Rezepten unseres zusammengewürfelt. Uns schmeckt das und es ist sehr lecker. Wir sind relativ nah beim Original bei vielen Sachen, aber bei manchen Sachen auch relativ weit weg. Also schaut ihr an und probiert aus. Wird lecker. Oh ja. Ja, dann kommen wir mal zu den Zutaten. Wir haben jetzt erstmal hier Rinderhackfleisch, dann Olivenöl, ein bisschen Passata, Zwiebeln, Sellerie. Wow. Ich kann wohl auf den Namen nicht. Dann eine Möhre, guten Schlag Knoblauch, Balsamico. Balsamico, bisschen Rotwein, Tomatenmark, ganz wichtig, Salz und Pfeffer. Und wir benutzen heute ein Bolognese-Gewürz. Wenn du das nicht hast, Basilikum, Oregano, Thymian. Salz, Pfeffer, Paprika, Ende. dann bist du schon da. Ungefähr. Der Rest ist halt der Geheimnis von dem Gewürz. Ist geil, kann ich nur empfehlen. Schau mal in der Videobeschreibung. Ja, dann würde ich sagen, tu mal gerade den Rest Gemüse schneiden. Aber da fehlt doch noch jede Menge, oder? Hat alles nicht mehr aufs Brett gepasst. Genau, wir machen jetzt erstmal die Soße, weil die Soße muss erstmal eine gute Stunde auf jeden Fall köcheln, weil dann kriegt die auch Geschmack. Und dann in der Zeit kümmern wir uns dann um die Bechamel. Und den Rest, ne? Und den Rest von der ganzen Chose. Ja, dann leg Aber los. erstmal Soße. Ja, dann leg los. Ja, machen wir jetzt. Also erstmal Gemüse schneiden. So, unsere Möhre schneiden wir eigentlich relativ schön kleine Würfel. Dafür erstmal halbieren, in Streifen schneiden und dann schön runterschneiden. Schon hast du einmal freie Würfel. Ja, das soll nachher eine perfekte Harmonie mit der Hacki-Soße geben. Ja. So, das ist einmal unsere Möhren. Jetzt kommt noch unser Sellerie ran. Und der hat eigentlich schon die Schnittfläche vorgegeben. Einfach runterhacken. Gut. Wir haben jetzt hier eine Pfanne. Die machen wir erstmal heiß. Zeitgleich kommt der Olivenöl rein. Auch einen guten Schlag, ungefähr 2 Esslöffel. Also wirklich schön garen drin. Und dann werden wir daran erstmal unser Gemüse anbraten. Heißt die Möhren, die Zwiebeln, der Knoblauch und den Sellerie. So, unser Öl ist jetzt heiß. Jetzt hauen wir erstmal unser ganzes Gemüse da rein. Ruhig alles zusammen. Ist natürlich auch eine richtig schnelle Geschichte, wenn man jetzt schon eine Hackfleischsoße oder eine Bolognese oder so auf Vorrat hat, ne? Das ist richtig. Das war auch eigentlich der erste Plan. Wir wollten eigentlich erst eine aus dem Vorrat holen, weil wir haben noch welche eingefroren. Dann haben wir aber gesagt, nö, macht ja nicht viel Sinn, wenn du eine Lasagne zeigst und dann nur zeigst, wie die Schicht ist. Und wie eine Bechamel geht. Richtig. Also Komplettprogramm mit unserer Hacki-Soße. Genau, deshalb haben wir ein ganzes Programm und ziehen die ganze Sache auch so durch. Wir hatten ja Anfang der Woche bei Instagram abgestimmt und wenn 99% sagen,
wir wollen das sehen, dann machen wir das. Waren viele, die da mitgemacht haben. Ja. Ne? Ich habe mich auch gefreut, weil die nochmal zu essen ist gar nicht mal so verkehrt. Ja, wir hatten die am Wochenende erst gemacht und hatten mal eine neue Rezeptvariante versucht. Ja, dann haben wir halt gefragt bei Instagram, ob wir das mal verfilmen sollen. Da kam mit 99%, ja bitte. Also machen wir das jetzt. Und jetzt einfach das Gemüse schön glasig andünsten. Und jetzt hauen wir schon unser Hackfleisch da rein. Das braten wir jetzt kurz mit an, leicht krümelig. Und dann geht es weiter. Soll ich mal machen? Ne? Traust du mir gerade das Rühren nicht zu? Nee, ich traue dir das krümelig machen nicht zu, weil du immer so dicke Brocken da drin hast. Die können wir in der Mach Lasagne doch gerade. in der Lasagne nicht gebrauchen. Pass mal auf. Ich bin der Meister im krümelig braten, Ja, ja? ja, Ich mach klar. das hier voll gut. Wundervoll. Ja. Fast wie Hackbällchen. Nein, das wird gleich schön krümelig. Auf jeden Fall gefällt mir das Verhältnis zwischen Gemüse und Fleisch, weil du so auch nicht so viel Fleisch benutzen musst. Das war. Ja, vor allem, du kannst auch, wenn du Kinder hast, die keinen Bock auf Gemüse haben, kannst du schön unterjubeln. Richtig. Hackfleisch natürlich, wie meine Frau eben schon gesagt hat, schön krümelig braten. Wenn du jetzt so dicke Brocken da drin hast, ist nachher beim Schichten doof. Jetzt verstehst du, was ich meine. Ich habe verstanden, was du meinst. Ist das so genehm? Es ist genehm. Dann bin ich ja Es beruhigt. ist begutachtet und abgeworfen. Abgenommen, okay. Stempel drauf, TÜV gegeben, Genau. alles wunderbar. Oh, hier war noch ein dicker Brocken. Skandal. So, unser Hacki ist jetzt krümelig. So wie es meine Frau möchte. Ja, das interne Audit ist positiv ausgegangen, ohne Neben- und ohne Hauptabweichung. Einmal salzen. Wie immer einen guten Schlag. Richtig. Kommt dann eine Nudel dabei, kommt eine Bechamelsoße dabei, das muss dann einfach schmecken. Auch einen guten Schlag Pfeffer. Ja, sowieso. Einmal kurz verrühren. Überall was dran ist. Und dann einen guten Schlag von unserem Bolognese-Gewürz dran. Oh, Glück gehabt. Mal ist da ein Streuer drauf. Ja, den habe ich extra abgemacht. Gut zu wissen. Ich habe alles reingekippt. Ups. Pass auf, Schatz. Ich habe das Sieb abgemacht. Danke, Schatz, für den Hinweis. So. Ungefähr 2 Teelöffel von dem Gewürz. Oder alternativ dann 2 Teelöffel von gemischtem Thymian, Oregano, ein bisschen Paprikapulver, ein bisschen brauner Zucker, wie du magst. Genau. Einfach alles schön zusammen anbraten und überall was ist. Ich gerade die Aromen ein bisschen entfalten. Herrlich, wie das riecht. Ist auch wieder herrlich, wie du alles aus der Pfanne schleuderst. Ja gut, ein bisschen schwul ist immer. Schmeckt aber. Ja. Ja. Herzlichen Glückwunsch, das war Sellerie. Jo. Jetzt haben wir hier unsere Tomatenmark. Einfach schön mit dabei. Einfach schön alles unterheben. Kurz ansetzen lassen, dass wirklich der Geschmack auch entfaltet von Tomatenmark. Aufpassen. Nicht zu lange. Aber ich kann gut was ab. Wir wollen auch ein bisschen dunklere Soße nachher haben, ne? Bisschen kräftiger. Richtig. Deswegen kommt da gleich auch der Rotwein rein. Richtig. So, der Tomatenmark ist ein bisschen angesetzt. Riecht ja schon ganz fantastisch hier. Jetzt kommt unser Rotwein dabei. Wenn du jetzt ohne Rotwein kochen willst, lass ihn einfach weg. Nicht ersetzen, lass ihn einfach weg. Ja, aber ich würde ihn reinmachen. Ist ja auch unser Rezept. Gibt doch auch so einen schönen Spruch. Zu Vino sage ich Nino. Ja, das wohl wahr. Du siehst auch hier, wie schnell ein bisschen Rotwein jetzt weg war. Das wirklich nur gerade zum Glasieren da. Kurz nochmal aufkochen lassen. Guck mal, da ist schon nichts mehr mit Kochen. Ist komplett schon weg. Ist wie immer ein Hauch. Ja, ein Hauch. So, und jetzt können wir schon unsere Tomatenpasta dazu tun. Die ist sogar mit Basilikum. Richtig. Hier schon ein bisschen runterstellen.
So, mal alles rausbekommen, ein bisschen mit Wasser nachkippen. Und den Rest hinterher kippen. Und schon ist unsere Falle ganz schön voll wieder. Ich bekomme dann wieder Mecker, wenn die Küche versaut ist. Nein. Nein. Gut, ich mach's auch sauber, ne? Du machst es sauber? Ja, Italien ist alles leid. Okay. Jetzt macht jetzt so, als ob ich nie die Küche sauber mache. Jetzt fehlt nur noch unser Balsamico-Essig. Richtig. Einfach runtergerührt, reingekippt. Und dann so auf, ja, was haben wir hier? 4 von 10. Gleich einen Deckel drauf machen. Und dann eine gute Stunde vor sich herkochen lassen. Und dann merkst du, wie sich irgendwann der Geschmack verändert. Dann hast du eine richtig schön intensive Lasagne-Soße. Es ist keine Bolognese-Soße. Du kannst natürlich auch auf Nudeln einfach so essen. Aber wir heißen, es ist ein Unterschied zur Bolognese-Soße bei uns. Wenn wir eine Bolognese kochen, die kocht über 3, 4, 5 Stunden. Ja, da kommt auch Weißwein rein und da kommt Milch rein. Richtig. Also ist schon eine andere Geschichte. Die Grundzutaten sind zum Teil ähnlich, aber das hier ist eine reine Hacki- oder Bolognese-Soße von uns und Für Lasagne. kein original, authentisches, italienisches Landesküchenrezept. Mal einen Deckel drauf hier. Genau so sieht's aus. Punkt. Dann würde ich sagen, bis in einer Stunde. Jo, da sind wir schon wieder. Jetzt ist gut 40 Minuten rum. Unsere Bolognese kocht schön mal bei der Seite. Und jetzt kümmern wir uns um unsere Bechamelsoße. Dazu brauchen wir einmal Butter, dann Mehl, Salz, Pfeffer, einen guten Schlag Milch, Muskatnuss und eine Reibe für die Muskatnuss. Ja, dann fangen wir an mit der Butter. Hauen die erstmal in ein Töpfchen. Dann wird die mal schmelzen gelassen. Und dann kommt Mehl dabei. Wir sehen uns am Topf. So, jetzt haben wir hier unsere Butter. Die kommt erstmal in den Topf. Dann kann die schön schmelzen. Und dann kommt gleich unser Mehl dabei. Ich habe früher auch schon mal eine Bechamelsoße gegessen. Die hat mehlig geschmeckt. Woran liegt das dann? Das ist dann, wenn du die so schnell machst. Normalerweise, also wirst du gleich auch sehen, wenn jetzt gleich das Mehl da reinkloppen, dann kommt unsere Milch dabei. Und dann muss eine Bechamelsoße eigentlich immer Minimum 10 Minuten bis Viertelstunde kochen. Also statt kochen geht dann auch der Mehlgeschmack weg. Wie gesagt, wir haben ja Zeit. Soße muss noch ein bisschen, unsere Lasagne-Soße muss noch ein bisschen einkochen. Und deshalb machen wir die jetzt schön fertig hier. So. Unsere Butter jetzt nicht zu lange hier vor sich hin braten lassen, sonst wird nämlich Nussbutter. Das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen eine helle Soße haben. Also jetzt hier unser Mehl dabei. Ist auch ganz normales Mehl, 405er. 405er. Also bitte kein Dinkelmehl oder so nehmen. Nee, vernünftiges Mehl. Das ist Quatsch. Dinkelmehl ist auch vernünftiges Mehl. Ja, aber nichts zum Kochen. Nein, geht einfach darum, du willst auch eine helle Soße haben und der Geschmack ist halt neutral hiervon. Darum geht es. So ein Dinkelmehl hat ja immer ein bisschen Eigengeschmack. So, das sieht schon ganz gut aus, das hier. Jetzt tun wir hier wirklich schluckweise unsere Milch dabei. Und dass ich die Wurzerei mache. Bin gespannt. Natürlich geht mit ohne Wurzerei. Gut, da muss ich dich jetzt in Schutz nehmen. Das ist echt blöd. Wir müssen uns aber was anderes holen. Ja. So ein Glas ist ja echt blöd. So, jetzt tausche ich hier mein Werkzeug. Oder geht mit dem Schneebesen echt einfacher. Und dann einfach peu à peu die Milch dazugeben. Soße immer wieder aufkochen lassen. Bis wir die gewünschte Dicke haben. So, jetzt siehst du hier, wie die Soße durch die Hitze immer wieder andickt. Für uns ein Zeichen Milch dabei. Und dann gut rühren. Die genauen Mengenangaben dazu bekommst du natürlich wieder bei uns auf der Homepage. www.ungers-kitchen.de. So sieht's aus. Da findest du auch jede Menge Rezepte. Ich glaube, mittlerweile sind das fast 500. So viele? Ich meine, es sind fast 500. Also wir machen den ganzen Crepe schon eine Weile. Und immer weiter rühren, rühren, rühren. Dann hast du nachher auch keine Klümpchen, hast du eine wunderbare Konsistenz. Das Schöne ist nachher wirklich das Spiel zwischen der Bechamelsoße und der
Lasagnesoße, also die ist ein bisschen kräftiger gewürzt. Und halt die Bechamelsoße holt dann wirklich den, Aber den wahren Kniff, der kommt noch. der kommt noch. Den seht ihr gleich am Ende, wenn wir schichten. Wir haben da so eine kleine Zutat, die eigentlich nicht da reinkommt, ne? Doch, es gibt wahrscheinlich Varianten oder es gibt mit Sicherheit Varianten. Da ist auch diese Zutat dabei. Aber allem? in so einer regulären Standard Normal Lasagne normalerweise nicht. Gut, man muss fairerweise sagen, es gibt eigentlich keine neuen Rezepte. Es wurde alles schon mal gekocht. Jeder hat schon mal einfach dabei gekloppt. Also, Wofür auch? Wofür Richtig. soll man was Neues erfinden, wenn es schon so viele gute Sachen gibt? manchmal sind wirklich die alten Sachen die besseren. Ja, und ich vertrete auch immer noch die Meinung, es gibt so viele tolle, authentische Restaurants, die eine Landesküche kochen, wo Leute sind, die es gelernt haben. Das sollte man auch dementsprechend wertschätzen Oh ja. und soll den Leuten auch die Sachen überlassen und selbst so kochen, wie man es für richtig hält und wie es einem schmeckt. Ja gut, wir sind ja auch noch Hobbyköche, wie man das, Genau, weil wir einfach gerne kochen genau, und das gerne mit anderen teilen. richtig. Wir zeigen euch hier die Sachen, die wir gerne privat essen und ihr könnt die nachmachen. Hier kann jetzt ein guter Schlag Muskatnuss rein, also wirklich ein guter Schlag, weil die muss auch einfach schmecken. Sonst hast du nachher wirklich nur so ein Milchsößchen. Ja, Und jetzt wirklich 10 Minuten, Viertelstunde auf so kleiner Stufe, auf so ein Drittel Kraft vor sich hinkochen lassen. Dann geht dieser Mehlgeschmack weg. Und danach, weißt du, da nochmal abschmecken mit Salz, Pfeffer. Und dann sind wir schon fertig damit. Und wie du auch siehst, wir haben keine Klüppchen. ganz wichtig. Ganz wichtig. Schön sämig. Und die braucht auch die Konsistenz. Die muss ein bisschen dicker sein, damit der ganze Kabinett wegläuft. Man merkt auch nachher, wenn wir die schichten werden, je kühler die wird, desto dicker wird die auch. Richtig. Deswegen müssen wir dann nachher auch ein kleines bisschen Gas geben. So, wir lassen ihn jetzt mal kochen. Die andere Soße kocht ja auch. Und dann sehen wir uns gleich beim Schichten. So, da sind wir wieder. Genau. Unsere Bolognese ist fertig. Unsere Bechamelsoße ist fertig. Die ist auch wunderbar cremig geworden. Dann, wie heißt es, haben wir jetzt hier einen Reibemozzarella. Dann hier Parmesan. Und hier haben wir einen Ricotta. Der ist schön cremig aufgerührt. Den tun wir auch noch dazwischen schichten. Es gibt noch so einen extra Schlag Cremigkeit. Ja, dann fangen wir mal mit dem Schichten, würde ich sagen. Ne? Ja, leg los. Ich hoffe, ohne viel Sauerei jetzt. Das ist auch egal. Wir fangen bei uns immer an, unten drunter eine relativ dünne Schicht Bolognese. Brauchst ja einmal eine Grundlage. Und jetzt siehst du auch, warum es so wichtig ist, dass alles relativ klein gekrümelt ist und klein geschnitten ist und noch klein gebraten ist. Also krümelig gebraten ist. Passt das so für dich? Es ist wunderschön. Gut, da bin ich ja begeistert. So, und jetzt kommen hier unsere Platten drauf. Du kannst da jetzt bildende Kunst am Bau machen oder kannst einfach probieren, alles zuzudecken. So. Einfach alles bedecken. Genau. So, und dann machen wir hier einen guten Schlag von dem Ricotta drauf. Den verteilen wir auch ein bisschen hier. Ja, das ist ein bisschen Fummelei, Ja, aber der Geschmack, weil der jetzt auch so kalt ist aus dem Kühlschrank. ja. Wenn du den vorher ein bisschen rausholst. Aber für den Geschmack lohnt es sich nachher. Oh ja. Also ein bisschen Matscherei hier so. Wenn du früher im Sandkasten gebuddelt hast, kannst du hier doch. Es muss ja auch nicht immer alles so rasend schnell gehen. Wir mögen ja auch schnelle Küche, aber irgendwo die Kirsche im Dorf lassen, ne? Ja, vor allem, ich sag mal, es muss ja noch Spaß machen. Kochen ist ja auch Spaß. Richtig. Kochen ist ja nicht nur, wie heißt das, schnell, schnell, schnell. Manchmal muss man, klar, in der Woche muss es auch mal schnell gehen, wenn ich arbeiten gehe oder wenn wir arbeiten gehen. Aber manchmal muss Kochen auch einfach nur Genuss sein. Und dann ist auch hier so was Einfaches auch herrlich, auch wenn es ein bisschen auffällt. So, jetzt haben wir Bolognese drüber. Jetzt kommt hier ein schöner Schlag von unserer Bechamel rein. Auch ein bisschen schön verteilen. Kann auch ruhig bis am Rand runterlaufen. So schichten wir jetzt die ganze Chose peu à peu hoch. Genau. Und immer wieder ein bisschen abwechseln mit den Nudelplatten. Also wenn du hier lang anfängst, machst du da kurz und der nächste fängt hier oben lang an.
Toll ist auch, dass man die Lasagne nachher, wenn sie kalt ist, richtig gut portionieren und einfrieren kann. Ja. Haben wir schon oft gemacht. War der Knaller, oder? Ja, vor allem, wenn du mal dann in der Woche, wenn es schnell gehen soll, da wirklich einfach nur den Krempel auftauen muss, warm machen muss. Das ist ein tolles Essen. So, wie gesagt, hier den Ricotta. Da muss er jetzt auch nicht Unmengen sein. Einfach versuchen, relativ gleichmäßig überall zu verteilen. Ne? Dann wieder ein Schlag Bolognese-Soße. Und falls du nachher hier noch Bolognese-Soße übrig haben solltest, frier sie ein. Oder Lasagne-Soße. Entweder für das nächste Mal oder halt auch, wenn du mal Nudeln dabei essen willst. Die Soße hier, die passt auch lecker auf ein Baguette. Bisschen Käse drauf, ab in den Backofen, hast du dein eigenes Bistro-Baguette. Das ist ein eigenes Fake-Bistro-Baguette. Genau. So. Und so jetzt peu à peu nach oben schichten. Ungefähr jede zweite Schicht kommt noch ein bisschen Parmesan da rein. Nicht Unmengen jetzt, sondern wirklich nur gerade so ein bisschen drin verteilt. Gibt noch so ein bisschen extra Geschmack. Die Nudelplatten auch ein bisschen pressen. Da gibt es ein bisschen Stabilität. Und läuft der Krempel gerade so auseinander. Wir machen das mal fertig. Dann geht es gleich weiter. So, jetzt sind wir in der letzten Schicht angekommen. Jetzt kommt hier unsere Restsoße drauf. Ruhig schön dick, weil da muss ja auch ein bisschen, die Nudeln müssen ja auch gar werden, also muss alles schön dicht sein und zu sein. So, wo die Reise hingeht, aber auch schön hinkommen. Dabei noch schön die halbe Küche mitnehmen. Ja, das hat doch top gepasst. Ja. Schon ein Räumchen. Und jetzt hier noch unser Bechamel. Ist er schon ein bisschen angezogen. Einfach mal kurz umrühren. Und dann schön nicht mehr gerade so verteilen, sondern nur ein bisschen oben drüber. Der Rest tut gleich eben Ofen noch verlaufen. Gut, dann machen wir zuerst den Parmesan drauf. Probieren einigermaßen gleichmäßig. Einfach überall was drauf ist. Und du weißt ja, Parmesan ist das Maggi der Italiener. Ja, auch unseres, ne? Oh ja. Und dann oben drüber unser, du kannst es auch ganzen Mozzarella holen und den, wie heißt es, klein schneiden, die Stücke drauflegen. Hatten wir den noch hier jetzt, das muss ja auch weg. Und dann einen schön drüber bedecken. Eine dezente Schicht Käse. Ja, wir decken die Kalorien mit Käse ab. So, unser Backofen ist jetzt schon vorgeheizt auf 180 Grad Umluft. Wir machen jetzt oben drauf noch ein bisschen Olivenöl. Einfach, dass der Käse noch ein bisschen dunkler wird, ein bisschen mehr brodelt. Aber wirklich nur gerade so einmal so schön drüber. Und dann kommt die ganze Sache so ab in den Backofen. So, da haben wir unsere Lasagne. Die sieht megamäßig gut aus. Sieht richtig gut aus. Wir lassen die jetzt mal gerade ein paar Minuten stehen, weil die ist jetzt wie Lava, die kannst du nicht essen. Und dann werden wir sie gleich noch schön anstechen. Und dann sehen wir uns wieder.
So, jetzt können wir hier erstmal unsere Lasagne einteilen. Wir machen daraus 6 Stücke. Wenn wir richtig gerechnet haben, hat nachher jedes Stück Um die 800 Kalorien. genau. Ist natürlich ein ordentlicher Knall, aber so als Hauptmahlzeit vollkommen zu verkraften. Ja, einen schönen Salat dabei, dann bist du drin. Richtig. Vor allem, es ist ja auch mächtig. Ist ja auch Karton dahinter. Ja, davon wird man satt, definitiv. Und wenn man sich schon die Mühe macht, so was Tolles zu kochen, dann darf man auch nicht auf jede einzelne Kalorie achten und muss einfach mal sagen, das ist jetzt in Ordnung so. Richtig. So, dann versuchen wir unser Glück. Es könnte ein schwieriges Unterfangen sein, weil die echt richtig heiß ist. Aber... Na? Das sieht ja mal richtig gut aus. Und so geht unsere Lasagne. Ein voller Teller, voller Glück. Voll Glück. Nudeln, geile Soße, geile Bechamel, guter Käse. Unser absoluter Tipp für eine Lasagne, die nicht nach Originalrezept gemacht wird. Mach sie auf jeden Fall nach. Schau dir das Rezept an auf unserer Homepage. Wir sagen bis zum nächsten Mal und lass sie schmecken. Absolut. Ciao.